Fibromyalgie-Schmerzen können einen echt runterziehen. Das weiß ich nicht nur aus eigener Erfahrung. Denn seit fast 15 Jahren begleite ich auch andere auf ihrem Weg und ich habe durch Ausbildung und zahlreiche Experimente vieles entdeckt, das gut tut. Ich zeige dir heute 5 Dinge, die mir schon oft geholfen haben. Das sind meine ganz persönlichen Fibromyalgie-Tipps für den Alltag, die du möglicherweise noch nicht alle kennst. Vielleicht ist ja auch für dich was dabei, dann probier das einfach mal aus. Manches davon wirkt bei mir sofort und anderes erst über die Zeit. Fangen wir an mit Schritt 1. Wenn die Schmerzen bei mir mal stärker werden, liegt es bei mir meist an meinem chronischen Cortisonmangel oder daran, dass ich was Falsches gegessen habe. Dann hilft nur, die Situation so gut es geht anzunehmen und den Körper möglichst etwas aus dieser Daueranspannung rauszuholen. Und dazu habe ich übrigens auch ganz zum Schluss noch einen weiteren guten Tipp, der da unterstützend sein kann. Was mir in solchen Momenten wirklich hilft, das sind 3 Dinge. Magnesium über die Haut, Wärme und mein Massagegerät. Auf diese 3 möchte ich jetzt kurz eingehen, bevor ich gleich zu den Schritten 2 bis 5 komme. Zuerst das transdermale Magnesium. Magnesium kann sehr unterstützend sein bei Fibromyalgie und mit der Aufnahme über die Haut kann es besonders schnell wirken. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann es als Spray direkt auf die schmerzenden Stellen geben oder auch ein Fußbad oder Vollbad damit verwenden. Und wenn ich mal Fußkrämpfe habe, dann sprühe ich die betroffenen Stellen mit Magnesiumspray ein und meist sind die Krämpfe dann nach 2 Minuten verschwunden. Und auch bei Schmerzen kann Magnesiumspray lindern. Zu Magnesium bei Fibromyalgie habe ich ein eigenes Video gemacht. Schau da unbedingt mal rein, wenn dich dieser Zusammenhang interessiert und wenn du das noch nicht alles so kennst. Da spreche ich auch an, was du tun kannst, wenn das Magnesiumspray auf deiner Haut kribbelt. Ja, mich interessiert natürlich auch, welche Erfahrungen du vielleicht schon mit Magnesium gemacht hast. Vielleicht magst du ja mal in den Kommentaren dazu schreiben. Für die meisten Betroffenen ist Wärme sehr wichtig. Viele frieren, spüren so eine Art innere Kälte, so bezeichne ich das immer, und haben Schwierigkeiten, sich richtig warm zu halten. Und gerade bei Schmerzen kann Wärme ein linderndes Gefühl vermitteln. Dafür eignet sich natürlich die klassische Wärmflasche, aber auch ein Körnerkissen oder warme Kleidung mit Wolle, kennen ja auch einige, oder einfach ein Bad oder eine warme Dusche. Ich empfinde Wärme an schlechten Tagen immer ein bisschen wie eine Umarmung, wie einen sanften Trost. So geht es mir jedenfalls mit Wärme. Manche Betroffene berichten aber auch, dass ihnen Kälte hilft. Möglicherweise handelt es sich dann um entzündliche Schmerzen, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Es gibt keinen nachgewiesenen Zusammenhang. Neulich schrieb mir jemand, dass immer eine Tüte TK-Erbsen im Kühlschrank liegt für die schmerzenden Hände. Ja, da sieht man, so unterschiedlich kann das sein. Und vielleicht hilft dir sogar beides, Wärme und Kälte, je nach Situation. Berichte einfach mal in den Kommentaren, wenn du das auch so kennst. Ja, nach Magnesium und Wärme kommt jetzt mein 3. Soforthelfer bei Schmerzen und der ist für mich besonders effektiv und das ist das Massagegerät von Donnerberg. Ich nutze das seit vielen Jahren, besonders bei Schmerzen in Rücken, Becken, Gesäß oder bei Muskelverspannung allgemein. Und wenn es mal schlimmer ist, dann lege ich das für 10 bis 15 Minuten an und spüre danach fast immer eine deutliche Erleichterung, eine Schmerzreduktion. Jedenfalls ist das bei mir so. Und besonders seit meinem Lendenwirbelbruch vor etwa 1,5 Jahren, da bin ich wirklich froh, das zu haben, denn diese Stelle macht mir immer mal wieder Probleme jetzt. Natürlich kann das bei jedem anders sein, das muss man einfach ausprobieren. Und vielleicht hast du ja Lust, das Gerät mal zu testen. Der Hersteller gibt übrigens 7 Jahre Garantie und du kannst es 30 Tage lang ausprobieren. Wenn es dir dann nicht hilft oder es dir nicht gefällt, dann schickst du es einfach zurück. Es sollte natürlich nicht benutzt wirken, wenn du es zurückschickst, das ist klar. Falls dich das interessiert, du findest den Link und einen 10% Rabattcode in der Videobeschreibung. Nun zu Schritt 2, das ist Bewegung. Und für viele mit Fibromyalgie ist das ja ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es total wichtig, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu bewegen. Und wenn ich mich über längere Zeit nicht bewege, dann geht es mir tatsächlich schlechter. Dann habe ich auch mehr Schmerzen. Auf der anderen Seite geht es einem manchmal einfach so mies und man ist so sehr beeinträchtigt von den Schmerzen, dass Bewegung einfach nicht möglich ist. Und in dieser Beziehung habe ich viele bessere Tage inzwischen, sodass ich so eine Art
Grundbewegungsprogramm fahren kann. Mir geht es also nicht mehr so schlecht. Aber auch das musste ich mir hart erarbeiten und ich muss immer wieder dafür kämpfen, das aufrechtzuerhalten. Ja, vielleicht interessiert dich das und vielleicht hilft dir auch ein kleiner Einblick, was bei mir dazugehört. Im Moment ist das so, ich jogge fast jeden Morgen eine halbe Stunde in ganz langsamem Tempo. Nicht, weil ich super fit bin oder so, sondern vor allem wegen meiner Osteoporose. Ohne diese Diagnose würde ich wahrscheinlich nicht joggen, das denke ich mir. Denn das ist für mich eher eine Pflicht, nicht etwas, was ich gerne mache, muss ich wirklich sagen. An manchen Tagen gehe ich dann später nochmal eine Runde spazieren, aber das ist ehrlich gesagt eher selten. Und ich mache auch täglich so ein paar kurze Dehnübungen, irgendwas Schnelles, also einfach so zwischendurch. Im Stehen manchmal auch so nach hinten. Das tut mir auch immer ganz gut hier in diesem operierten Bereich. Manchmal kommt auch noch Hula Hoop dazu oder ein bisschen Tanzen. Einfach so nach Lust, Zeit und Energie. Mehr mache ich nicht. Ja, dieser Schritt 2 ist keine Soforthilfe, sondern eher eine Art tägliche Pflege. Jeder steht ja mit Fibromyalgie an einem anderen Punkt. Und für manche sind Dehnübungen schon das Maximum. Und andere, wie Ingo aus meinem Interview, die fahren mit Fibromyalgie noch 30 Kilometer Rad. Ingo findest du übrigens hier in diesem Video. Ja, wie ist das bei dir? Hast du schon eine Bewegungsroutine in deinem Maß, in deinem Tempo? Vielleicht magst du ja mal erzählen in den Kommentaren. Ja, nun Schritt 3. Was mir langfristig hilft, das sind bestimmte Nährstoffe, vor allem Magnesium, Vitamin D und Omega-3, das muss ich wirklich sagen. Neben der Anwendung über die Haut, die ich vorhin schon erwähnt habe, nehme ich Magnesium auch eben oral noch ein zusätzlich. Das mache ich täglich mehrfach in kleinen Mengen. Und mein Heilpraktiker hat mir mal erklärt, dass der Körper nur kleine Mengen auf einmal verwerten kann. Und das ist letztendlich auch meine Erfahrung. Ich komme besser klar, wenn ich Magnesium über den Tag verteile. Und in dem Magnesium-Video, das ich vorhin schon verlinkt habe, da erkläre ich auch, wie man die richtige Dosis findet und welche unterschiedlichen Magnesiumformen sich eignen. Wenn ich das Magnesium mal vergesse, dann kann ich nicht gut schlafen. Dann bekomme ich Krämpfe, Lidzucken und auch andere typische Symptome. Ja, und Vitamin D ist natürlich auch wichtig, denn ein Mangel kommt gar nicht so selten vor und kann ähnliche Symptome wie bei Fibromyalgie zum Vorschein bringen. Ich nehme Vitamin D ganzjährig ein an den Tagen, an denen mein Körper es nicht mit Hilfe der Sonne selbst herstellen kann. Und mir hilft es unter anderem bei den Schmerzen. Als ich noch einen Vitamin D-Mangel hatte, da habe ich schon nach geringer Beanspruchung Schmerzen bekommen und oft tagelang gelitten. Und das ist heute besser. Falls du beim Vitamin D auf der Suche nach Unterstützung bist, dann sprich mich einfach an, denn ich bin ärztlich zertifizierte Vitamin D-Beraterin und ich helfe dir natürlich gern weiter. Infos zur individuellen Beratung findest du in der Videobeschreibung. Ja, und mindestens genauso wichtig wie Vitamin D ist in meinen Augen das Omega-3. In meiner Omega-3-Beratung bekomme ich immer wieder die Rückmeldung, dass die Kopfsymptome sich damit bessern und dass Schmerzen zurückgehen. Auch das habe ich so erlebt. Interessant ist, dass die Forschung ebenfalls von positiven Effekten bei Fibromyalgie berichtet. In diesem Video hier da erzähle ich von diesen spannenden Neuigkeiten. Das ist wirklich spannend, das kann ich nicht anders sagen. Ja, und ich selbst nehme Omega-3 seit vielen Jahren täglich ein und empfehle die Produkte von Norsan, denn die liefern eine hohe Qualität, sind schwermetallgereinigt und enthalten natürliche Inhaltsstoffe. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Shop und auch einen 15% Rabattcode für Erstbesteller, falls dich das interessiert. Ja, und mich interessiert natürlich auch, welche Nährstoffe du regelmäßig nutzt und was du für Erfahrungen gemacht hast. Schreib doch gern einfach in die Kommentare. In meinem 4. Schritt, da geht es um langfristige Helfer, die wirklich viel bei mir bewirken. Es gibt Symptome, die dadurch komplett verschwunden sind bei mir oder die sich deutlich reduziert haben. Und 2 Dinge haben sich dabei besonders bewährt und die möchte ich dir jetzt zeigen. Als erstes möchte ich da die Guaifenesin-Therapie nennen. Das ist eine alternative Behandlungsmethode bei Fibromyalgie. Falls du die noch nicht kennst und mehr darüber erfahren möchtest, schau am besten in dieses Video hier rein. Ich wende die Therapie mit Guaifenesin mittlerweile seit 13 Jahren an. Bei mir hat sie vor allem mit den Ganzkörperschmerzen geholfen. Die habe ich nicht mehr, aber auch in anderen Bereichen, wenn auch nicht so deutlich wie bei den Schmerzen.
Die größte Veränderung habe ich aber erlebt, als ich meine Ernährung umgestellt habe. Ich ernähre mich seit vielen Jahren strikt kohlenhydratarm und antientzündlich. Ich bin im Alltag dadurch belastbarer und auch auf die Schmerzen hat das etwas Einfluss. Das merke ich immer, wenn ich mal Ausnahmen mache. Dann habe ich Schmerzen, die sonst nicht da sind. Ja, und auch andere Symptome kommen dann wieder zurück, wie Kopfschmerzen oder Kopfdruck, dieser Nebel im Kopf, die Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen habe ich dann, Fuß- und Beinkrämpfe ganz schlimm in der Nacht, wenn ich Kohlenhydrate esse. Reizdarm habe ich ja auch noch dann, also ich merke halt dann wieder meinem Darm, dem gefällt das auch nicht so und noch einiges mehr. Ja, vielleicht interessiert dich das Thema, dann schau einfach mal in dieses Video hier rein, der unterschätzte Zusammenhang. Darin erkläre ich, was genau dahinter steckt. Vor allem, wenn du schon vieles ausprobiert hast, alles Mögliche weglässt und trotzdem nicht vorankommst, dann könnte das Video für dich interessant sein. Ja, wie sieht das aus? Hast du bei dir schon mal einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Schmerzen bemerkt? Das würde mich interessieren, denn mein Eindruck ist, dass das sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Ja, nun zum letzten Schritt, Schritt 5. In den letzten Jahren hat die Forschung ja viel darüber herausgefunden, wie Schmerzen bei Fibromyalgie entstehen. Immer deutlicher zeigt sich, bei Fibromyalgie funktioniert die Reizverarbeitung im Körper nicht so, wie sie sollte. Und dabei spielen gleich zwei Systeme eine wichtige Rolle, nämlich das Nervensystem und das Immunsystem. Zum Beispiel wurden bei einem Teil der Betroffenen Autoantikörper nachgewiesen, die gezielt bestimmte Nervenzellen angreifen. Und dadurch wird die Schmerzverarbeitung gestört. Reize werden dann stärker oder eben anders wahrgenommen. Und auch im Gehirn selbst sieht man Veränderungen in den Bereichen, die für die Schmerzverarbeitung zuständig sind. Und das bedeutet, das Immunsystem kann die Reizverarbeitung im Nervensystem empfindlich stören. Ich finde das alles sehr spannend. Es tut sich bei Fibromyalgie gerade eine völlig neue Richtung für uns Betroffene auf, denn viele Jahre lang wurde Menschen mit Fibromyalgie ja suggeriert, ihre Schmerzen seien psychisch bedingt oder Ergebnis einer schlechten Kindheit oder sowas. Und heute weiß man, das stimmt so nicht. Die Beschwerden sind real, die Ursachen sind sogar messbar und die Forschung ist weiter, als viele denken. Und wer immer noch was anderes behauptet, auch Ärzte, die hinken wirklich mit ihrem Wissen hinterher, die sind nicht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Das ist einfach so, denn die Forschung ist soweit. Die gute Nachricht ist, es gibt Möglichkeiten, wenigstens einen gewissen Einfluss auf Nervensystem und Immunsystem zu nehmen. Besonders beim Nervensystem geht das ganz gut über die Atmung, über gezielte Entspannung, über kleine Routinen im Alltag oder eben auch über ein Vagusnerv-Stimulationsgerät. Für mich ist das ein wichtiger Teil der Selbsthilfe geworden und in der Beschreibung findest du zu diesem Gerät Infos dazu, falls dich das interessiert. Und wenn dich das Thema genauer interessiert, dann schau doch mal in diese beiden Videos hier rein. Im oberen zum Nervensystem und im unteren zum Immunsystem. Ja, bleib gern mit meinen Videos auf dem Laufenden, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, denn dann erhältst du eine Nachricht, wenn ich wieder was veröffentliche. Bis zum nächsten Mal.